In diesem Video zeigen wir dir 7 Fehler, die du bei deiner ETF-Anlage vermeiden solltest. Ob Sparplan oder Einmalanlage in ETFs, viele Investoren machen diese Fehler und verzichten damit auf die bestmögliche Rendite. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn du wissen möchtest, wie du mehr Geld verdienen, sparen und clever investieren kannst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video mehr. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. ETFs erfreuen sich weltweit und auch in Deutschland wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, denn mit ihnen kannst du in Aktien investieren und dabei selbst mit kleinen Beträgen das Risiko sehr breit streuen. Sie sind ideal für eine passive Anlagestrategie mit Sparplänen und extrem kostengünstig. Im Gegensatz zu Tages- und Festgeld versprechen sie attraktive Renditen. Kommen wir nun zu den Fehlern, die du unbedingt vermeiden solltest, um deine Renditechancen optimal zu nutzen. Fehler Nummer 1: Aktiv traden. Viele Investoren sparen anfangs diszipliniert einen oder mehrere ETFs konsequent. Wenn sie dann von einem neuen Produkt erfahren, verkaufen sie diese ETFs ganz oder teilweise, um in den neuen zu investieren. Einige Monate später wollen sie dann in eine neue Branche oder einen anderen Index investieren und verkaufen wieder, um die neuen Positionen zu kaufen. Aus 2 Gründen ist dies ein großer Fehler. Zum einen entsteht bei jedem Trade Kosten für den Kauf und Verkauf. Zum anderen widerspricht das aktive Traden dem passiven Ansatz von ETFs, einem der größten Vorteile. Der beste Weg ist, deine ETFs sorgfältig auszuwählen und sie dann längerfristig zu besparen. Und wenn du dann einmal wechseln möchtest, lasse deine Basis-ETFs einfach im Depot und bespare den neuen ETF mit neuem Geld. Fehler Nummer 2: Scheindiversifikation. Viele Anleger kaufen mehrere ETFs und denken dann, dass sie sehr breit diversifiziert sind. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Wenn du nämlich in den MSCI World investierst, hast du bereits 1600 Aktien aus 23 Industrienationen in Amerika, Europa, Asien und Australien im Depot. Das heißt, du besitzt Aktien von Unternehmen aus den verschiedensten Ländern und Branchen. Und wenn du dann einen Europa-ETF kaufst, zum Beispiel den Eurostoxx 50 oder einen Pazifik-ETF und dann noch einen Branchen-ETF, dann hast du das Gefühl, dass du breit gestreut hast. In Wirklichkeit hast du aber nur die Gewichtung deiner Investition verändert, da es in den genannten Indizes viele Überschneidungen mit dem MSCI World gibt. Am Ende ist dein Depot ohne Struktur mit vielen kleinen Einzelpositionen. Und so verlierst du schnell den Überblick. Wenn dein Depot so aussieht, dann hast du noch ein weiteres Problem. Denn möchtest du dann aufräumen, fallen bei jedem Verkauf Transaktionsgebühren an. Und das schadet deiner Rendite und Depot-Performance. Versuche mit wenigen ETFs so breit wie möglich zu streuen. So kannst du beispielsweise einen Basis-ETF auf dem MSCI World auswählen und dann 2 oder 3 Neben-ETFs mit ergänzenden Ländern und Branchen dazu nehmen. Denke also immer daran, dass die Kernidee vom ETF ist, dass er für dich breit streut. So musst du diese breite Diversifizierung gar nicht mehr so sehr in die eigene Hand nehmen. Fehler Nummer 3: Hedged-Fonds kaufen. Fonds sind in verschiedenen Währungen dotiert. Gerade bei größeren ETFs, zum Beispiel auf dem MSCI World, ist das häufig der US-Dollar, weil die meisten Aktien aus dem US-amerikanischen Raum kommen. Hedgefonds sichern dann das Währungsrisiko ab. Wenn in dem Fall der ETF in Euro gehandelt wird, aber der US-Dollar stärker oder schwächer wird, hast du weder einen Nachteil noch einen Vorteil. Die Währungsschwankungen werden ausgeglichen. Diese Absicherung bei gehedgten Fonds kostet jedoch Geld und mindert deine Rendite. Daher kann es sinnvoll sein, ungehedgte ETFs in US-Dollar zu kaufen. So diversifizierst du mit der Dollarwährung zusätzlich, denn du bist schon durch deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland sehr stark an den Euro gebunden, nämlich durch die deutsche Wirtschaft, deinen Arbeitsplatz, eventuell deiner Wohnimmobilie, andere Geldanlagen und so weiter. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, teilweise auch mal auf die Weltwährung US-Dollar zu setzen. Schließlich ergeben sich hierdurch nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Bevor es weitergeht, wenn dir das Video einen Mehrwert gibt, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Wir würden uns sehr freuen. Fehler Nummer 4: Fokus auf Kosten. Natürlich ist der Total Expense Ratio, auch TER genannt, eine wichtige Kennzahl. Sie beschreibt die laufenden Kosten für deinen ETF. Sie sollte aber nicht der alleinige Faktor für deine ETF-Auswahl sein. Ob diese Kosten nämlich 0,25% oder 0,3% oder aber auch 0,4% sind, ist nicht so entscheidend bei Langzeitinvestments. Wichtiger sind Fondsvolumen,
also die Größe des ETFs oder auch die Tracking-Genauigkeit. Letztere weist aus, wie genau dein ETF dem zugrunde liegenden Index folgt. Manchmal kann es besser sein, einen größeren Fonds zu wählen, der dabei auch dem Index besser folgt, als nur auf die Kosten zu achten. Ein Video mit Tipps zur Auswahl von ETFs verlinken wir dir in der Infobox und unten in der Beschreibung. Fehler Nummer 5. Trends und Hypes folgen. Du kennst das vielleicht. Du hast deinen Basis-ETF und die Neben-ETFs sorgfältig ausgewählt und besparst sie regelmäßig. Dann hörst du im Fernsehen, in Foren oder bei YouTube davon, wie einzelne Aktien oder ganze Branchen gehypt werden. Irgendwie kommt dann das Gefühl auf, dass du etwas verpasst und denkst, dass du ebenfalls in diese Werte investieren solltest. Damit wird aus deiner passiven Strategie aber wieder eine aktive und du generierst Tradingkosten, wie unter Fehler Nummer 1. Dazu kommt, dass diese Hypes verebben und du eventuell schon einer der letzten bist, die aufspringen und nicht mehr von den Kurssprüngen profitieren kannst. Häufig ist es nämlich so, dass wenn News die breite Masse erreichen, diese schon in den Werten eingepreist sind. Du kannst dann zwar vielleicht noch die letzten Kursgewinne mitnehmen, aber das ist nicht sicher. Bleibe also deiner Strategie und den ETFs, die du ausgewählt hast, treu. Fehler Nummer 6. Fokus auf Steuern. Ein Thema, das viele Investoren beschäftigt. Die Unterschiede bei der Steuer bei tesorierenden und ausschüttenden ETFs. Es ist natürlich wichtig, sich damit zu beschäftigen, aber letztlich sollte es man auch nicht übertreiben. Die Steuer ist nämlich immer gleich. Du zahlst eine Abgeltungssteuer plus Soli und eventuell noch der Kirchensteuer. Du bewegst dich hier also immer zwischen 25 und 28% Steuern auf deine Gewinne. Und das auch nur in dem Jahr, in dem du diese auch realisierst, also ETFs mit Gewinn verkaufst. Hier gibt es natürlich kleine Unterschiede zwischen tesorierenden und ausschüttenden ETFs. So kannst du bei ausschüttenden ETFs Freibeträge nutzen. Das sind kleine Feinheiten. Konzentriere dich hier eher auf den Zweck deiner ETF-Anlage. Den Vermögensaufbau oder den Aufbau von Cashflow. Willst du Vermögen aufbauen? Dann ist der tesorierende ETF die richtige Wahl, weil er Dividendenausschüttungen wieder anlegt und der Kurs des ETFs steigt. Ausschüttende ETFs sind die richtige Wahl, wenn du Dividendenausschüttungen für einen monatlichen Cashflow, wie zum Beispiel für deine Lebenserhaltungskosten, verwenden möchtest. Fehler Nummer 7. Nicht anzufangen. Das ist natürlich offensichtlich, aber trotzdem möchten wir es erwähnen. Viele ETF-Anfänger beschäftigen sich nämlich so lange mit den Basics, dass sie letztendlich nicht anfangen, ihr ETF-Portfolio aufzubauen. Lerne, was wichtig ist. Nimm einen bestmöglichen breit gestreuten ETF und fange einfach an. Du kannst auch mit kleinen Schritten beginnen. Große Investments sind ja bei ETFs nicht nötig. Schon mit 25, 50 oder 100 Euro monatlich kannst du anfangen. Und während du deinen Basis-ETF schon besparst, kannst du dich ja weiter informieren und neben ETFs mit kleineren Indizes später dazu nehmen. Wenn dir das Video mit 7 ETF-Fehlern, die Anfänger, aber auch Fortgeschrittene machen, gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen hoch. Jede Woche gibt es 2 neue Videos mit Finanztipps von uns. Abonniere kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. So wirst du immer informiert. Du vermisst ein ganz bestimmtes Geldthema oder hast noch Fragen zu ETFs? Schreib uns einfach in die Kommentare und wir beantworten sie gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.